Heute geht es um das Thema Trockenbau und wir schauen uns mal ganz genau an, welche Geräte braucht man dafür eigentlich, beziehungsweise welche Geräte machen uns das Leben deutlich leichter, welches Zubehör und was gibt es an modernen Befestigungsmöglichkeiten, zum Beispiel für das Thema Ständerwerk. Und ich muss sagen, als wir heute hier das Ganze aufgebaut haben, war ich sehr erstaunt, als ich gesehen habe, wie viele Geräte wir auf einmal auf dem Tisch haben, die uns helfen können und dass wir allein 6 Geräte haben, um Gipskarton zu bearbeiten, um zum Beispiel Ausschnitte zu machen oder. Das finde ich schon Wahnsinn. Das schauen wir uns heute in diesem Video an. Mein Name ist Sebastian. Und mein Name ist Michael, ich bin Anwendungsberater von der Firma Bosch. Legen wir los. Heute geht es um das Thema Gipskarton und ich muss sagen, es ist echt erstaunlich, wie viele Geräte man für das Thema Gipskarton doch auf den Tisch legen kann und was uns allen helfen kann. Wenn man ganz ehrlich ist, man kann sich auch schon mit ganz wenig Material helfen und kann mit sehr wenig, mit einem Cuttermesser kannst du Gipskarton schneiden, dann kannst du mit einem, ich sag mal, mit einem kleinen Bohrhammer kannst du die Profile festmachen und dann brauchst du vielleicht noch einen Akkuschrauber. Aber, also so habe ich es in der Vergangenheit gemacht, muss aber sagen, an vielen Stellen hakst du schon, beziehungsweise brauchst du ewig und du kannst das Leben erstaunlich einfach machen, wenn du moderne Werkzeuge einsetzt. Und deswegen haben wir den Michael hier, der uns mal zeigt, was gibt es alles für Optionen. Und ich muss sagen, selbst ich heute Morgen wäre nicht auf die Idee gekommen, dass wir hier eine Tauchsäge auf dem Tisch haben und selbst mit einer Tauchsäge Gipskarton bearbeiten können, dass wir spezielle Blätter haben. Aber lasst uns mal ganz vorne anfangen. Ja, das Thema Gipskarton und da fangen wir an eigentlich beim Messen, oder? Richtig. Wenn wir Gipskarton setzen wollen, müssen wir irgendwohin die Profile setzen und dafür brauchen wir einen Laser. Genau. Wir haben jetzt hier einen von unseren Prismenlasern. Der hat den Vorteil, grünes Licht ist besser sichtbar. Da habe ich jetzt die Möglichkeit, den anzumachen. Und jetzt habe ich eine horizontale, das heißt eigentlich ein Meterriss übertragen, von der einen Ecke von dem einen Raum an den anderen. Und wir haben eben die Möglichkeit, noch weitere Linien dazu zu schalten. Das heißt, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, vertikale Linien reinzubringen. Das heißt, eine ganze Fläche zu machen und auszurichten. Das heißt, du musst ja irgendwo positionieren, wo dein Ständerwerk hinkommt. Das heißt, du hast irgendwo gemessen mit dem Meterstab oder mit dem Laserentfernungsmesser, wo du hin musst, hast deine beiden Punkte, vielleicht auch oben in der Decke und hast jetzt die Möglichkeit, mit dieser Linie sozusagen komplett auszurichten, dass du keine Wasserwaage, keinen Zollstock, gar nichts mehr brauchst und die Profile direkt drauf machen. Gerade wenn ich nicht ganz kurz darf, weil das ist etwas, was mir sehr geholfen hat, gerade natürlich, wenn du vom Boden an die Decke es übertragen musst. Ja, weil du hast am Boden irgendwas, sagst so, ja, okay, hier geht's lang. Und dann sagst du, ja, wir machen jetzt da oben ran. Wo kommt es jetzt hin? Damit ist es einfach nur einschalten, fertig, ich weiß es sofort, wo es ist. Richtig, genau, du brauchst keine Wasserwaage mehr oder Schlauchwaage oder was auch immer oder einen Schnurschlag an der Decke, sondern der ist immer da, der Laser, wenn du den einmal eingestellt hast. So, jetzt hast du hier den Kreuzungspunkt, entweder kannst du den als Bezugswand nehmen sozusagen, dann ausrichten, dass du im rechten Winkel zur vorhandenen Wand arbeitest, aber du kannst das auch so positionieren, dass da der Pfosten hinkommt an die Ecke. Das heißt, du kannst es entsprechend ausrechnen, welches macht, 62,5 zum Beispiel, und kannst den Pfosten dann da hinsetzen und hast oben dann eben auch deinen Punkt, wo der Pfosten hinkommt. Das heißt, auch da brauchst du keine Wasserwaage, sondern du weißt genau da, wo der Kreuzungspunkt ist, sitzt der Pfosten. Also auch ein weiteres Hilfsmittel, weitere Möglichkeit, den Laser einzusetzen. Genau, also wenn man das ohne gemacht hat, dann ist so ein Ding. Wenn man es aber einmal mitgemacht hat, nie wieder ohne. Genau. Richtig, das sind so viele Sachen, brauche ich das nicht, aber wenn man das wirklich mal benutzt hat und die Vorteile hat, vor allem den Zeitvorteil und die Genauigkeit, ja, dann will man das gar nicht mehr missen. Absolut. Und weil du es vorhin nur so ganz kurz angerissen hast, mir aber persönlich wichtig ist, wir haben hier einen grünen Laser. Ja? Und es ist nicht so, dass er grün leuchtet, natürlich macht das offensichtlich, aber er ist einfach besser sichtbar. Richtig, angenehmer fürs Auge, weil grün ist für uns angenehmer. Das ist rot, wenn du andere Alternative hast, ist immer rot, ist immer Gefahr und das ist eben nicht so angenehm fürs Auge und dementsprechend ist das wirklich besser. Und gerade in der etwas helleren Umgebung kann das menschliche Auge einfach auch grün besser wahrnehmen und dafür ist es echt von Vorteil. Also mein Tipp an euch wäre, kauft euch bitte nur noch grüne Laser. Ja, wenn ihr immer die Möglichkeit habt, die sind natürlich etwas preisintensiver, aber ein grüner Laser ist echt gut, muss ich schon wirklich sagen. Ja. Und hier die neuen, das ist ja einer der ganz neuen Laser von euch. Ich muss sagen, die Handhabung und auch die Haptik, ja, das ist schon echt cool.
Ja? Richtig. Das ist ja nicht die erste Generation, sondern es ist schon 3, 4 Generationen dahinter, wo wir unsere Erfahrung gesammelt haben. Wir haben jetzt zum Beispiel jetzt hier die Robustheit, weil so ein Ding kann auch mal runterfallen. Deswegen haben wir die entsprechend so ein Rubber Case dran, dass dann eben wirklich dafür gesorgt wird, falls der mal fällt oder so, dass der geschützt ist und dann wesentlich weniger kaputt gehen kann. Oder auch hier diese Verschraubung. Früher waren die gepresst, das konnte man nicht austauschen. Wenn jetzt wirklich mal irgendwo ein Glas zersprungen ist oder sowas, da kann man die austauschen und noch Ersatzteil bekommen. Also relativ schöne Sachen und dass man die auch einzeln zu- und abschalten kann. Ja. Das sind so Vorteile, die man eben wirklich ganz einfach realisieren kann, ohne dann eben unnötig eine weitere Linie zu haben, die man nicht braucht. Dadurch spare ich natürlich auch Akku. Absolut. So, jetzt haben wir das Ganze gemacht, angezeichnet. Und dann haben wir jetzt unser Profil, das wollen wir irgendwie festmachen. Genau. Und optimalerweise haben wir hier auch gleich einen Betonblock und wollen irgendwie jetzt hier unser Profil an den, in dem Fall sagen wir jetzt mal Boden zum Beispiel, festmachen. Wie machen wir das? Genau, in der Regel hast du das ja mit dem Laser ausgerichtet. Das heißt, da hast du dementsprechend deine Dämmung unten noch drunter, deinen Schallschutz und so weiter. Und dann kannst du den festmachen. Jetzt hast du natürlich mehrere Möglichkeiten. In der Regel bohrst du hier vorher ein Loch, dann da, wo du bohren möchtest, dann brauchst du einen Bohrhammer, dann brauchst du natürlich den Bohrer dafür, dann brauchst du den Dübel und brauchst eine Schraube und brauchst eventuell auch mal ein gewisses Zeitfenster. Das ist so der Klassiker, den man hat. Die meisten haben eben einen Bohrhammer. Hier würde ich immer einen leichten, kleinen, handigen bevorzugen, weil ich da eben relativ dünne Bohrdurchmesser habe. So, es gibt aber auch eine weitere Möglichkeit. Das lohnt sich dann, wenn ich wirklich viel mache. Wir haben nämlich hier einen Betonnagler, einen GNB40, der dann keine Dübel braucht, sondern diese Nägel in den Beton reinsetzt. So, und jetzt haben wir dann Vielfaches an Nägeln bis 40 mm, deswegen auch der Name. Aber es reicht voll und ganz, wenn wir da 1 cm bis 1,2 cm im Beton drin sind, um diese Festigkeit zu erreichen. Deswegen nicht den langen, den wird ihr gar nicht schaffen in den Beton, dafür ist es auch nicht gedacht, sondern wenn ich dickere Materialien habe, die ich festmachen möchte, zum Beispiel ein Holz oder sowas, kann ich das mit den längeren Nägeln dann realisieren. Da haben wir eine Vielfalt und auch darauf achten, alles was jetzt hier blau hinterlegt ist, hier der Kunststoff, der das zusammenhält, ist für Betonbefestigung. Wir haben auch schwarze, die sind dann für Befestigung auf Stahl. Ah, okay. Das ist der Unterschied, das ist ein anderer Stahl dann auch. So, und den gibt es natürlich auch nicht so lang. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, ich würde jetzt hier so einen 19er nehmen, in der Regel, das müsste reichen. Das Kunststoff, das bleibt dran, das wirkt dann wie eine Unterlegscheibe, sodass das nicht so leicht abzuheben ist. Und dementsprechend setzen wir den mal an. Wir machen den hier auf, können dann, welche wollte ich nehmen, hier diese, genau. dann einsetzen, dann immer nicht so unbedingt schießen lassen, sondern vorsichtiger ran, dann wird das nicht gestaucht, das heißt, das ist eine Fehlerquelle dann wieder vermieden. So, jetzt brauchen wir natürlich auch einen Akku und die Sicherheitsausrüstung, wenn wir das setzen wollen, das heißt Gehörschutz und Brille. Ich nehme dann hier immer meine Gehörschutzpfropfen. So, das heißt, das ist ausgerichtet. Ich setze das entsprechend an und hier muss man eben darauf achten, dass das angesetzt wird. Schon ein mächtiges Gerät, muss ich sagen. Genau, das heißt, wir müssen jetzt hier auf den richtigen Knopf drücken, dann ist der aktiviert. Dann hast du hier diesen Fuß, der ist anfangs nicht dran, den kann ich auch abmachen, aber der sorgt dafür, dass ich im rechten Winkel hier reingehen kann. So, und dann drücke ich drauf und setzt das Teil. Und jetzt kannst du ja schon mal versuchen, das abzuheben. Das ist also fest. So, jetzt habt ihr gesehen, wie schnell das geht. Ich setze mal einen zweiten, vielleicht auch mal von der anderen Seite, damit ihr das besser seht. So, und das Ding ist jetzt fest. Das könnt ihr nicht mehr abziehen. Das heißt, der ist jetzt positioniert, die Starte kommt hinterher über die Platte. Also ihr seht hier wirklich... Das kannst du verbiegen, das reicht. Das heißt, du setzt das entsprechend in der Breite, wie du brauchst, vielleicht alle 30 cm und hast das befestigt in einer wahnsinnigen Schnelligkeit,
ohne Dübel, ohne Bohrer, ohne Bohrhammer. Das heißt, du bist schneller und brauchst wesentlich weniger Verbrauchsmaterial, sodass wir jetzt hier wirklich bei einer größeren Stückzahl wirklich Vorteile haben, gerade auch zeitlich. Also das Gerät, ich meine, es sieht nicht nur groß aus, sondern das wird auch seinen entsprechenden Preispunkt haben. Aber wenn man sich überlegt, man müsste jetzt für jedes einzelne Loch bohren, vielleicht kommst du wieder hier zu mir. Ja, klar. Man müsste jetzt für jedes einzelne Loch bohren, Dübel, einschlagen, machen, tun und so weiter. Das ist ja eine irre Zeitersparnis, dementsprechend auch Geldersparnis und das macht total Sinn. Ja, das macht total Sinn. Wenn es jetzt nur 2 Meter sind, dann nicht, aber wenn du es auch nur halbwegs gewerblich machst, ja, dann ist es eigentlich ein Muss, sowas sich entsprechend zu holen. Eine tolle Sache, also finde ich super interessant und wie schnell das geht. Ja. Und vor allem, das ist nur Akku, da ist also keine Gaskartusche oder sowas Ähnliches drin. Das heißt, es ist auch, ich sag mal, nachhaltig, ist also ein Wort, das immer gerne benutzt wird. Aber hier haben wir wirklich kein ich sag mal, Schwarzpulver drin, wo wir noch einen Schein machen müssen. Wir brauchen keine Gaskartusche, die bei tiefen Temperaturen immer so ein Problem ist. Ja. Die Gaskartuschen, die ist es auch ein riesen Abfallberg, den ich dann habe. Habe ich ja alles nicht. Hier brauche ich nur den Akku, den ich in 100 anderen Geräten auch benutzen kann. Und das ist auch ein großer Vorteil. Und super Stichwort, das ist quasi wie die goldene Brücke zur Überleitung. In so vielen anderen Geräten kannst du diesen Akku nutzen, wie zum Beispiel den, die wir hier hinten haben. Jetzt haben wir unser Profil gesetzt, das heißt, wir haben vielleicht unser Ständerwerk dann aufgebaut, so wie man das kennt. Dann kommt der Gipskarton dann ran, beziehungsweise soll dann halt dran kommen. Genau. Jetzt können wir entweder vorher oder hinterher dann noch Ausschnitte machen. Auf jeden Fall können wir den Gipskarton auf vielfältige Art und Weise bearbeiten. Richtig. In der Regel, das Wichtigste ist, hat man in der Regel ein Cuttermesser. Ja? Das Cuttermesser ist eben da kann ich eben anreißen, vorritzen, kann ich auch die Führungsschiene nehmen zum Beispiel. Wenn ich die habe, brauche ich keine Latte oder sowas oder eine lange Wasserwaage. Da ist aber auch, gibt es auch schon Sachen, die ich sehr gut finde. Die hat der Sebastian hier in der Hand. Das ist ein Sicherheitsmesser. Das kann ich hier die Klinge rausmachen. Und das ist immer das Verletzungsrisiko, wenn ich jetzt durch bin, dass ich mich selber verletze oder irgendwelche anderen dahinterliegenden Materialien beschädige. Das müssen wir darauf achten, sobald ich das ansetze und meinen Schnitt gemacht habe, sobald ich raus bin, geht die Klinge nach hinten. Ist auch so ein großer Vorteil, mindert extremst das Verletzungsrisiko. Ich habe es vorhin mal ausprobiert und es ist nicht so, dass ihr so einen massiven Druck braucht. Selbst wenn wir jetzt hier mal nur so auf so eine kleine Kante gehen, ja, schon fährt das ein. Ja. Das ist eine tolle Sache. Also finde ich echt interessant, was es alles gibt. Also wenn ihr sagt, auf Sicherheit wollen wir Wert legen, ja, dann ist das vielleicht für euch eine Alternative. Übrigens, wo wir gerade bei, sag mal, kleinerem Zubehör sind. Alles, was wir auf dem Tisch haben, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Wie immer kennt ihr das, ehrliche Preisvergleich, alles da. Und heute haben wir eine Menge zu verlinken. Ja? Also ihr seht, wir können eine ganze Menge brauchen. Und ich bin gespannt, wenn wir jetzt gleich auch mal zum Thema Schneiden kommen, was wir da alles auch für andere Blätter brauchen. Auch das ist unten verlinkt, dass ihr wirklich aufpasst, auch die richtigen Blätter zu kaufen. Lasst uns vielleicht wirklich mal bei der Tauchsäge anfangen, weil das so ein Klassiker ist, was man ja häufig hat. Man nimmt ein Gerät, hat da irgendein Zubehör drauf und sagt, das geht dann schon. Ja? Komm, für einmal schneiden und so, dann nutze ich das halt mal. Aber macht das bitte nicht. Ja? Ihr macht euch euer Zubehör wirklich kaputt. Genau, was heißt das schön, das böse Wort abrasiv? Das heißt, es ist ein Material, was das Hartmetall des Kreissägeblattes extremst belastet und dadurch schnell stumpf macht. Ja. Ich kann damit noch arbeiten, im Gipskarton kein Problem, weil das relativ weich ist auch. Aber ich kann es danach nicht mehr im Holz einsetzen und anständig damit sägen. Dann reißt es aus, es brennt vielleicht, je nachdem. Mit einem stumpfen Blatt ist das immer schwierig. Ja. So, und da das eben auch Material ist, was das Sägeblatt entsprechend abarbeitet, haben wir jetzt hier was Besonderes. Das ist also keine Hartmetallbestückung, das ist ein PCD. So, das ist ein polykristalliner Diamant, der da drauf ist. Kannst du es nochmal sagen? Polykristalliner Diamant. Polykristalliner Diamant, also so ein Kunstdiamant eben. Mann. So, und der ist entsprechend geformt, dass es eben auch die richtige Zahnung hat. Und wir brauchen auch nicht mehr als 4 Zähne und einen großen Span-Zwischenraum, weil das relativ weich ist, das Material. Und ich damit ideal arbeiten kann. Das ist also relativ dünn. Das heißt, ich habe auch wenig Verschnitt insgesamt, aber auch den Vorteil,
dass ich jetzt hier mehr Akkuleistung umsetzen kann, wenn ich ein Akkugerät habe. Natürlich gibt es die auch in den verschiedensten Durchmessern, dass ich auch eine vorhandene Kreissäge damit bestücken kann. Ob das jetzt 165, 190 oder was auch immer ihr Durchmesser habt. Hier unsere Tauchkreissäge hat eben das 140er Blatt und dementsprechend reicht das voll und ganz für unsere Tauchkreissäge. Das heißt, ihr könnt eine Tauchkreissäge natürlich auch nehmen, theoretisch, um es einfach abzuschneiden, ohne Frage. Aber vor allem, ihr könnt auch Ausschnitte damit machen, wenn es sehr sauber sein soll. Ja? Und Genau. wenn ihr das schön anzeichnet, reintauchen, machen, tun, mega genial. Also wie gesagt, mit dem Cuttermesser kann ich fast alles machen, aber Ausschnitte im vorhandenen Material, wenn es da liegt oder auch an der Wand, ist es immer besser, ich komme durch. Und die Tauchsäge hat den Vorteil, ich kann durch die Führungsschiene gerade arbeiten und ich kann meine Tiefe einstellen. Das heißt, wenn ich mehrere Platten übereinander habe, kann ich sie so schneiden, ganz genau, dass ich nur die oberste Platte eben wirklich bediene und schneide und eben nicht mehr. Manchmal habe ich auch wiederkehrende Maße, wie zum Beispiel die Höhe. Dann kann ich auch 2, 3 Platten übereinander legen. Das kann ich mit dem Cuttermesser nicht. Das sind so Feinheiten, solche Vorteile, die wir haben. Auch gerade vielleicht mit anderen Kombinationen, vielleicht mit dem neuen Kappschienensystem, haben wir auch Handkreissägen, die sowas machen können. Stimmt. Aber hier würde ich die Tauchkreissäge schon favorisieren bei dieser Anwendung. Oder wenn du irgendwelche Ausschnitte machst. Im Cuttermesser kannst du zwar ran, aber das dann rauszukriegen, das ist auf der anderen Seite ja noch fest. Da musst du ein bisschen fummeln machen. Das ist ein riesen Zeitaufwand und die Pappe geht hinten ab. Also das mache ich immer ungern mit einem Cuttermesser. Und deswegen sind Sägen da schon wesentlich besser. Und je nachdem, was du natürlich hinterher machst oder wofür der Ausschnitt ist, musst du dann wieder ewig nacharbeiten, rumfuddeln, machen und tun. Richtig. Und so hast du einen sehr sauberen Schnitt. Für mich deutlich naheliegender wäre jetzt die Stichsäge. Genau. Die Stichsäge ist etwas, habe ich auch schon mal eingesetzt. Da erstmal, was für ein Blatt nehme ich denn eigentlich für die Stichsäge? Genau, da haben wir das gleiche Thema wieder wie eben bei der Kreissäge. Und deswegen haben wir spezielle Blätter. Da ist jeder einzelne Zahn Hartmetall bestückt. Und die Zahnteilung und die Zahnart ist dementsprechend auch optimiert für dieses Material. Ja, das ist ein Expertblatt und welche Materialien damit bearbeitet werden können, stehen hier auch drauf. Ja, sodass wir die Blätter da einsetzen können für diese Geschichte. Ja. Was man jetzt hier vielleicht ein bisschen sogar ein bisschen nicht sieht, ist Folgendes. Wir haben ja hier unsere Führungsschiene und wir haben jetzt hier unsere Stichsäge. Und Stichsäge kannst du natürlich einfach nehmen, auch aus der Hand führen. Du kannst es aber auch mit der Führungsschiene führen. Dementsprechend haben wir hier einen kleinen Adapter dabei, Stichsäge einsetzen und können dann hier an der Führungsschiene arbeiten oder mit der Führungsschiene arbeiten und dann einen sehr sauberen, geraden Schnitt setzen. Genau. So, jetzt müssen wir eben gucken, wie wir was machen, weil ich muss ja irgendwo in den Ausschnitt reinkommen. Bei der Tauchsäge kann ich einfach runterlassen. Die haben auch eine spezielle Spitze, das heißt, ich kann auch mit diesem Stichsägeblatt auch eintauchen ohne Probleme, gerade in weichen Materialien. Ich würde es an einem Reststück vielleicht mal üben, weil da brauchst du schon so eine gewisse Fingerfertigkeit, damit die Maschine nicht springt. Aber da hast du auch die Möglichkeit, mit der Stichsäge einzutauchen. Und zwar würde ich nicht an der Kante eintauchen, da wo das Ende ist deines Schnittes, sondern irgendwo mitten rein, dass du in die eine Richtung gehst und dann umdrehst, weil du kannst hier auch die Stichsäge sauber in die andere Richtung reinbringen, ohne dass du die Führungsschiene bewegst. Du kannst dann sauber den Schnitt zu Ende machen. Den Vorteil auch im Vergleich zu einer Handkreissäge ist, Handkreissäge hat ein rundes Blatt, das heißt, du bist oben an der Kante, aber unten noch nicht ganz durch. Und eine Stichsäge ist da schon besser. Und da würde ich auch empfehlen, die Pendelung abzustellen, sonst bist du unten auch schon weiter. Also das ist eine relativ schöne Sache und hast dann eben Möglichkeiten. Und dann haben wir das auch schon mal. Unsere Schnecke hier, genau. Auch hier haben wir die Möglichkeit, gerade im Gipskarton, wenn ich irgendwelche Lüftungen habe, für verschiedene Sachen. Also Rohre sind in der Regel rund und dann möchte ich einen runden Ausschnitt haben. Und mit der Hand ist das immer so eine Sache. Und deswegen haben wir jetzt hier für die Führungsschiene einen Kreisschneider. Deswegen fängt er bei 6 cm an, weil wenn ich die hier einsetze, habe ich dann 6 cm bis zur Mitte von dem Stichsägeblatt. Kann dann meinen Durchmesser fixieren hier, nimm den Dorn, der hier hinten geparkt ist, und drück den in den Gipskarton rein. So haben wir hier unseren Drehpunkt, machen hier fest und können sauber einen Kreis schneiden. Ja, und das Ding geht eben bis 1,50 Meter, das heißt 3 Meter Durchmesser hast du in der Regel nicht, aber Möglichkeiten sind eben da.
Ja, aber es kann zum Beispiel auch irgendwie ein runder Türausschnitt oder sonst irgendwas sein. Damit kannst du einen perfekten Kreis halt schneiden, Ja. eine Größe genau wie du es brauchst. Ja? Und kannst selbst wahrscheinlich für ein 150er Rohr müsste das noch gehen mit 6 cm? Ja, eigentlich schon. Ja, also das ist eher für kleinere Löcher, haben wir natürlich eben auch unsere Lochsägen. Ja, natürlich. Ist eigentlich ein guter Übergang Richtig. genau dahin. Eigentlich vom Gedankengang viel besser. Wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben hier eine Lochsäge für, das ist eine 60 mm. 60 mm, Ja. ich habe die jetzt drauf gemacht, weil die richtige Krone dafür ist. Die ist eben aufgelegt für Baustoffe. Das heißt, ich kann da Gipskarton, auch mal Steine oder ähnliches machen. Da sind die Zähne entsprechend gröber und auch weniger angebracht, weil wir eher das weiche Material hier bearbeiten wollen. Oft habe ich eben auch meine OSB-Platte oder sowas hinter der Gipskartonplatte. Dann würde ich eben ein anderes empfehlen. Ja, das ist diese hier. Und wie gesagt, ist ja verlinkt alles. Und die kann ich eben auch sauber auch mal einsetzen. Das ist eben der 68er Durchmesser. In der Regel hast du eine Steckdose da. Aber jetzt habe ich hier noch 2, 3 Sachen, wo man drauf achten muss. Einmal das Wechseln, das ist der Power Change Adapter. Das geht also relativ schnell. Dann die Krone neu aufsetzen, je nachdem, was ich für einen Durchmesser habe. So, und kann die dann einsetzen. Und jetzt achtet mal auf den Bohrer. Der Bohrer ist ähnlich ausgelegt wie ein Hammerbohrer. Da ist eine Hartmetallspitze drauf. Da sind auch andere Bohrer dabei. Das ist eher für Metall oder für Holz ausgelegt. Ja. Nimmt die auch nicht für einen Gipskarton. Ja, ja. So, das heißt, auch hier geht der andere Bohrer zwar durch, aber ist dann sofort stumpf in dem Material. Ein kleiner Hinweis, das ist vielleicht, kannst du mal festhalten kurz? Ja, klar. Das ist ein bisschen kontraintuitiv. In Gipskarton bist du mit diesen Zähnen schneller als mit denen. Also du bist wirklich schneller, weil das wirklich dafür gedacht ist, du kannst perfekt abtransportieren. Da bist du eher bei OSB unterwegs. Richtig. Und das ist eine perfekte Krone dafür. Macht richtig Spaß, damit zu arbeiten. Und du hast auch ein schönes Ergebnis, muss ich sagen. Richtig, da kommt es auch auf die Drehzahl an. Da würde ich auch im Akkuschrauber zweiter Gang nehmen. Ja, geringere Drehzahl fetzt eher aus. Aber deswegen haben wir ja unsere Zentrierbohrung hier, Genau. um dann eben saubere eine Führung zu haben. Ja, ja. So Also ist, ja. kann ich nur empfehlen, funktioniert super, habe ich schon mal ausprobiert. Tolle Sache. Ja. Jetzt habe ich so ein Ding jetzt hier noch als Tipp. Das wird in der Regel verpönt. Ja, hier, was ist da? Tiefenanschlag, Zusatzhandgriff, brauche ich alles nicht. Klar, geht auch ohne. Aber wenn wir jetzt mal die Krone dran machen, was wollen wir denn sägen? Wir wollen Gipskarton. Gipskarton. Und warum? Weil mit der 68er Dose wollen wir eine Steckdose oder eine Schalterdose setzen. Was ist in der Regel dahinter? Ja, Dämmung oder irgendwas anderes. Dämmung, eine Dampfsperre, aber auch das Kabel. Und wenn wir dann das durcharbeiten Schön und einmal Hallo durchfallen, sagen. dann kann das Kabel beschädigt werden. Ich habe schon mal erlebt, da hat sich das Kabel hier festgesetzt und hat das rausgerissen. Und deswegen haben wir hier einen tiefen Anschlag. Ich mache jetzt auch mal die 68er noch mal dran, damit es auch zeigen kann, dass wir auch bei der größeren Kronendurchmesser, bei dem großen Kronendurchmesser auch daran vorbeikommen, auch noch größer, sodass wir das jetzt einstellen können auf die Dicke des Materials, ja, auf die Dämmstoff, dass wir nicht an den Dämmstoff rankommen. Die Gipskartonplatte hier ist eine 20er, also schon relativ dick. Die gibt es eben 9,5 oder 12 oder was auch immer. Und ich kann jetzt hier die Tiefe einstellen, sodass ich dann sage, pass mal auf, ich messe jetzt hier ja, mal eben meine 2 cm, so, und habe dann in der richtigen Tiefe meinen Tiefenanschlag. So, das ist natürlich provisorisch, ihr könnt das natürlich alles genauer machen, sodass wir nicht durchfallen und dahinterliegende Materialien beschädigen. So, es ist natürlich auch die Sache mit dem Zentrierbohrer. Der Zentrierbohrer, der ist ja vorher schon durch, ja, aber in der Regel beschädigt er nicht so ein Kabel wie so Zähne. Nee. Und du kannst natürlich erstmal ansetzen, bis die Krone durch ist und kannst natürlich dann, wenn du vorsichtig arbeiten willst, den Zentrierbohrer rausnehmen und dann den Rest eben durcharbeiten ohne Zentrierbohrer. Das sind so Möglichkeiten immer dann, wenn man vorsichtig arbeiten will. In der Regel setzt du durch. Viele haben auch das Gefühl, okay, ich weiß, wie dick die Platte ist, irgendwann weiß ich, dass ich nicht durchfalle. Klar ist eine gewisse Erfahrung auch von Vorteil, aber hier haben wir natürlich eben eine höhere Sicherheit. Ja, Sicherheit ist übrigens noch ein Thema, was ich kurz ansprechen möchte. Und zwar, ich weiß, dass 90% der Handwerker mich dafür auslachen, aber ich würde das Ganze nur mit einem Zusatzhandgriff machen. Warum? Ist mir selber auch schon passiert. Ich habe gesagt, ach, ich habe auch genau diesen Akkuschrauber genutzt, habe damit Dosen gesetzt und dahinter hatte ich aber an einer Stelle USB.
bin da rein, es verkantet. Ich hatte Glück gehabt, dass der Kickback gekommen ist. Jetzt hast du aber einen Akkuschrauber ohne, dann verzieht sie die Hand. Weil du in dem Moment beim Gipskarton sagst du dir, ach naja, eigentlich brauche ich es nicht. Aber es gibt mir immer eine viel höhere Sicherheit, auch eine höhere Sicherheit anzusetzen, muss ich sagen, als mit einer Hand. Sondern du hast das schön in der Hand, kannst das ansetzen, hast ein gutes Gefühl, es kann nicht verkanten. Also würde ich mein Plädoyer, benutzt Zusatzhandgriffe. Wenn das Gerät das schon hat, dann nutzt es doch einfach. Richtig. Ja? Das ist ja nicht nur, wenn dahinter eine OSB-Platte liegt. Du kannst ja auch aus Ständerwerk kommen. Du kannst ja das irgendwo mal ins Metall kommen und dann verkantet das auch. Absolut. So, das sind so Sachen, die dann eben ein Verletzungsrisiko bürgen. Und das hast du eben mit einem Zusatzhandgriff oder mit einer Maschine mit Kickback Control eben nicht. Genau. So, schneiden, schneiden, schneiden. Wir haben noch ein Gerät und zwar in dem Fall haben wir die Säbelsäge hier. Genau. Und können auch damit Gipskarton schneiden. Genau. Auch hier haben wir spezielle Blätter, die dafür ausgelegt sind für dieses Material. Die Piktogramme zeigen das immer relativ schön, für welche Sachen das ausgelegt sind. Auch hier ist eine relativ aggressive Zahlteilung, weil das recht weiches Material ist. Du kannst aber trotzdem recht sauber schneiden und du hast jeden einzelnen Zahn hier Hartmetall bestückt. Auch hier wieder zwei Optionen. Hier würde ich keine mit 2 hinten nehmen, also eine große, die 32, die 28er, sondern die hier. So, das heißt, du kannst dann eben sauber mit einem Akkugerät arbeiten. So, das heißt, wenn du irgendwo einstechen möchtest mit dem Material oder was auch immer, wenn dahinter keine anderen Materialien liegen, weil du bist ja hier schon relativ stark. Du kannst auch hier eintauchen, kannst dann sauber deine Ausschnitte machen. Ja, das ist immer sauber. Mit einer Führungsschiene bist du natürlich noch wesentlich sauberer, aber in der Regel reicht das, weil meistens irgendwo noch eine Abdeckung drauf kommt. Das kommt immer darauf an, was ihr macht, wie ihr es macht. Deswegen wollen wir euch ja die Optionen zeigen und nicht sagen, das ist genau das Richtige, sondern ihr entscheidet das, was ihr am ehesten braucht. Genau. Noch ein Hinweis, gerade beim Thema Säbelsägenblätter könnte man jetzt auch sagen, Mensch, ich habe hier irgendein Blatt, was ich nehmen kann, das ist auch Carbide, funktioniert schon irgendwie. Mein Hinweis wäre wirklich, nutzt das richtige Blatt, was dafür vorgesehen ist, weil die Abnutzung, je nachdem, wofür es gedacht ist, sind die Zähne ja auch anders aufgebaut, sind die Zähne anders, haben auch eine andere Geometrie, wie sie gestellt werden und so weiter und so fort. Es ist, wenn ihr euch mal 30 verschiedene Blätter anguckt, werdet ihr sehen, dass jedes einzelne davon irgendwie anders ist, genau für den Einsatzzweck. Richtig, da haben wir eben zum Beispiel das Windows Demolition, das heißt Demontage für den Fensterbau, da hast du verschiedene Zahnteilungen, Möglichkeiten. Ja. Wir haben das Feuerwehrblatt, das Rescue-Blatt, das ist auch wieder ganz anders aufgebaut, von der Zahnart, von der Zahnteilung und. Und das ist immer optimiert für diese Anwendung. Das sieht man vielleicht am ersten Blick nicht, aber das ist wirklich schon maßgeblich. Also sind Ingenieure dran, ewige Zeit, um das zu entwickeln. Also da ist wirklich Manpower unten in der Schweiz, wo die herstellen, also wirklich gut. Und es geht ja vor allem um Standzeit. Du willst ja nicht bei jedem Schnitt ein neues Blatt kaufen, sondern du möchtest ja auch eine hohe Standzeit haben und dementsprechend immer das richtige Blatt für die richtige Anwendung. Genau. Und da geht es nicht darum, dass sowohl der Michael als auch ich euch Blätter verkaufen wollen. Es ist auch wirklich eine Erfahrungssache. Also ich habe das schon häufig ausprobiert. Das funktioniert auch wirklich. Ja, das ist eben so Sachen, da hat man seine Erfahrung gemacht und die wollen wir euch einfach weitergeben. Ja. Das ist genauso hier mit dem Handmesser. Ja, das haben wir auch im Programm, dieses Handmesser. Da kann ich auch noch mal kleinere Ausschnitte machen oder vorsichtig irgendwas abschälen oder noch mal an der Kante noch mal was rangehen, wenn da irgendwo noch mal ein Kabel raus muss oder ähnliche Sachen. Also das Teil ist auch relativ hilfreich für so Sachen, auch eben ausgelegt für die Säbelsägeblätter. Genau. Auch das Handmesser hier kommt übrigens, glaube ich, mit 2 Klingen gleich mit dabei. Richtig, die sind sogar hier hinten geparkt. Ich weiß gar nicht, ob die von der Länge her reinpasst. Ja, das heißt, ich habe jetzt das Teil einsatzfähig und habe mein Zeug dabei. Genau. Also würde ich euch empfehlen, ist eine Kleinigkeit, kostet nur ein paar Euro und in der Videobeschreibung auch verlinkt. So, jetzt haben wir mit der Säbelsäge gearbeitet, mit einem Handgerät gearbeitet, aber wir haben zum Beispiel auch den guten alten Multicutter hier, genau. den GOP, auch der kann das Ganze schneiden. Richtig. Und dann sogar auch nochmal hier mit einem guten Tipp dabei. Ja, richtig. Also auch da, wie eben, wenn dahinterliegende Materialien da sind, wir haben einen Tiefenanschlag. Das heißt, den Tiefenanschlag kann ich entsprechend auch stellen, je nachdem, welches Zubehör ich habe. So, und auch hier sind die Zubehöre Hartmetall bestückt. So, die sind auch optimiert für solche Materialien. Einmal eher so rund für diese Ausschnitte zum besseren Ansetzen, aber mittlerweile haben wir auch hier Hartmetall drauf mit einer Curve-Tech-Klinge. Das ist nicht gerade, weil auf dem geraden Material mit einer geraden Klinge ansetzen, da springst du immer weg. Und so hast du einen ziehenden Schnitt, ja, und kannst dadurch besser ansetzen und genauer arbeiten. Auch hier kannst du das einklicken und hast jetzt die Möglichkeit, je nach Materialstärke dir die Tiefe einzustellen und hoch und runter zu arbeiten.
je nachdem, wie du das möchtest. So, das heißt, wir haben auch hier die Möglichkeit, sauber und genau zu arbeiten. Genau, also du siehst, vielleicht hast du auch nicht alle Geräte da, du kannst aber mit den Dingen, die du schon hast, auch schon eine ganze Menge erreichen. Ja. Weil gerade zum Beispiel Multicutter sollte eigentlich ja jeder haben, also bin ich auf jeden Fall der Meinung, sollte jeder haben, dabei haben. Und dementsprechend kannst du dann auch da mit den richtigen Blättern da sehr schnell tolle Ergebnisse erzielen. Gerade auch übrigens mit diesem was ist das, Curve-Blatt oder mit diesem runden Blatt, das, was wir hier haben, kannst du echt gut Ausschnitte machen. Du kannst sehr schön präzise ansetzen, das ist eine tolle Sache. Ja. Genau, wir haben noch einen weiteren Vorteil. Wir können hier randnah arbeiten. Oh ja. Komplett an der Rand. Das kannst du mit keinem von den anderen, weil der Korpus der Maschinen immer im Weg ist. Und hier hast du wirklich saubere Ansatzmöglichkeiten, auch an der Kante, an der Decke, am Boden oder ähnliches arbeiten. Oder auch ein bisschen weiter weg, das hast du ja öfters. Die haben eben alle ihre Breite, die ich brauche, um das Sägeblatt oder das Stichsägeblatt aufzunehmen. Und das habe ich hier nicht. Also auch nochmal ein Vorteil. Absolut. Ja, weitere Sache, da kommen wir auch gleich nochmal allgemein zu. Wir haben hier ein oszillierendes Werkzeug. Das heißt, die Staubentwicklung im Vergleich zu den anderen bisher ist wesentlich geringer. Natürlich haben wir auch hier eine Absaugmöglichkeit. Absolut. Und deswegen sollten wir eben auch sehen, dass wir jetzt hier bei der Stichsäge, bei der Handkreissäge auch wirklich Absaugmöglichkeiten ausnutzen. Auch bei der Säbelsäge rieselt der Staub eher runter, aber bei den anderen wird er eher verwirbelt. Und deswegen würde ich auch immer einen Staubsauger empfehlen. Und auch hier müssen wir aufpassen, welche Staubsauger wir nehmen. Weil wenn wir jetzt irgendwo uns einen Hausstaubsauger irgendwo beschaffen aus dem Haus, du hast einmal damit Gipskarton gesaugt, dann saugst du nichts anderes mehr damit. Dann, das ist hinüber. Deswegen würde ich nicht unbedingt einen Haushaltsstaubsauger nehmen. Auch weil der eben auch eigentlich keine Zulassung hat, diese Stäube eben auch aufzufangen. Der ist für Hausstäube ausgelegt. Im gewerblichen Bereich hast du da eine Klassifizierung, ja, die L-Klasse, M, H oder auch speziell Asbest. Und die Stäube hier, die sind eher der L-Klasse zugeordnet. Aber die BG, Berufsgenossenschaft, empfiehlt eben einen M-Klasse-Sauger, weil das, was ich bearbeite, ist schon ätzend. Das heißt, in den Augen, auf der Haut, auf den Atemwegen. Also absaugen würde ich schon machen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und dementsprechend haben wir hier Absaugstutzen, Absaugmöglichkeiten an der Stichsäge, an der Handkreissäge, aber auch an dem nächsten GCU. Genau. Oder Rotocut oder vielleicht ganz wie auch kurz, vielleicht kann die Kamera kurz rausgehen. Hier unten haben wir mal stellvertretend einen Sauger stehen, ja, auch M-Klasse stehen, mit dem wir das Ganze absaugen können. Mit Adaptern und so weiter können wir an die ganzen Geräte auch rangehen. Genau. Und vielleicht ganz kurz Unterschied, was ist der Unterschied zwischen L, M und H? Es ist eigentlich der Filter. Also es sind auch andere Dinge, aber es ist vor allem ist es auch das Thema Filter und Filterfähigkeit. Das heißt, wie viel Staub wirklich der Filter abhält, dass es wieder in die Raumluft reinkommt. Genau. Und gerade ist es so, im gewerblichen Bereich darfst du ja sogar eigentlich nur mit dem M-Klasse oder H entsprechend arbeiten. Aber M hat auch noch andere Vorteile wie Antistatik und so weiter und so fort. Genau, und das ist L, M, H, das sind nicht einfach gewählte Buchstaben, sondern das ist leicht gesundheitsgefährdende Stäube, mittel gesundheitsgefährdende Stäube oder hoch gesundheitsgefährdende Stäube. Also das ist die Klassifizierung und je weiter ich gesagt habe, L, H oder L, M, H, umso gefährlicher sind die Stäube. Und es gibt natürlich auch noch spezielle Stäube, wo eben Spezialsauger nötig sind, so wie für Asbest zum Beispiel. Würde ich eigentlich die Finger von lassen. Da würde ich nur wirklich Unternehmen beauftragen, die sich damit auskennen, weil Asbest, das ist nicht zu spaßen. Damit. Absolut. Ja. Ich möchte auch nochmal unterstützen, was du gerade gesagt hast. Nehmt bitte nicht euren Haussauger. Weil dann habt ihr keinen Spaß mit. Ja? Also einerseits, weil hinten der ganze Staub wieder rauskommt, weil so fein filtern die in der Regel nicht. Und natürlich auch, weil der Sauger ist dafür nicht ausgelegt und überall ist das dann drin und fest. Ja. Da hast du mit so einem Sauger kein Problem. Ja, genau, der Gips, der setzt sich fest, der wird teilweise auch etwas wärmer durch die Bearbeitung, durch das Reinsaugen. Der setzt sich überall in dem Staubsauger fest, da kommst du gar nicht dran, um das sauber zu machen. Vor allem je nachdem, wenn du eine Partnerin hast zu Hause, dann die wird sich auch nicht freuen darüber. Ich glaube nicht. Glaube ich nicht, ja. So, okay, und hier geht es weiter mit dem GCU. Auch hier habe ich die Möglichkeit abzusaugen. Und das ist eben Durchsicht, damit ich noch sehe, was ich tue. Auch hier ist so ein Schlitz, dass ich auch wirklich rangucken kann. So, das heißt, der Staub ist weg. Auch hier habe ich die Möglichkeit, über diese Schraube auch die Tiefe einzustellen, wie tief ich arbeite.
sodass ich da immer die ideale Tiefe realisieren kann. Da sind auch bei dem Werkzeug, bei dem GCU sind auch 2 verschiedene Arten von Fräsern dran. So, der hat eine Spitze, der ist zum Eintauchen in die weichen Materialien, in Gipskarton zum Beispiel. Das andere hat eher, das ist keine Bohrspitze, ist aber eben eine scharfe Spitze, wo ich einen Ziehenschnitt mache. Also ich würde nie so da dran gehen, weil das ist ein Fräser und kein Bohrer. Und dementsprechend ist die Wendelung dafür da, um abzuarbeiten. Und die habe ich hier auch. Und hier habe ich den Vorteil, ich kann wirklich feinfühlig Konturen machen. Ich habe dann irgendwo ein Rohr, was rauskommt im Altbau, was dann irgendwo noch nicht abgedeckt ist. Dann kann ich in der Gipskartonplatte sauber mal eine Kontur machen, was nicht, ich sag mal, rund ist, wo ich Lochsäge nehmen kann, sondern vielleicht irgendwo ein Oval oder so. Oder an der Kante, die Wand ist nicht lotrecht oder ich kann dann nochmal nacharbeiten. Das heißt, auch hier kann ich mir sauber helfen mit dem Teil. Kann natürlich auch versuchen, gerade Ausschnitte zu machen. Die ergänzen sich alle so ein bisschen, die Geräte. Und dementsprechend entscheidet ihr, welches gerade für euch am besten passt. Den hier habe ich schon mal ausprobiert, muss ich sagen. Und ich hätte niemals geglaubt, wenn du mir das einfach so erzählt hättest, wie feinfühlig und genau du dort Konturen nachzeichnen kannst. Du kannst ja selbst theoretisch Buchstaben ausschreiben oder ausschneiden oder sonst irgendwas. Also es geht wirklich richtig gut und quasi widerstandslos. Also du gleitest also durch das Material durch, es hält sich sehr schön, weil du kannst es wirklich so am Material dran halten und gehst dann einfach nur noch so durch. Das ist schon eine wirklich geniale Sache. Genau, wir machen mal einen Akku ran. Der hat eben den Vorteil der hohen Drehzahl. Und ich habe hier noch was Interessantes. Stimmt. Ich habe die Beleuchtung. Die habe ich hier übrigens auch. Ja? Das heißt, da sehe ich auch noch mal genau, wo ich arbeite und wirklich da, wo ich es brauche und nicht irgendwo von hinten, sondern direkt am Fräser. Ja, also wirklich absolut. eine interessante Sache. Also wirklich ein geniales Gerät. Gibt es ja noch nicht so lange von Bosch, aber eine tolle Sache, dass ihr es rausgebracht habt. Ja. So, jetzt haben wir, glaube ich, aber das Material hinlänglich geschnitten. Wir haben mit Gipskarton, wir haben Ausschnitte gemacht, wir haben vielleicht Rohre ausgeschnitten, wir haben was nachbearbeitet, wir haben es mit der Hand nachbearbeitet, wir haben feine Konturen ausgeschnitten, was auch immer. Ja? Aber im Grunde haben wir es noch gar nicht befestigt. Ja, genau. Ja. Wir wollen es jetzt ja auch mal befestigen und dafür gibt es sowas wie das hier, einen Magazinschrauber. Genau. Warte mal, jetzt muss ich sagen, ich habe das schon länger hier benutzt. Kannst du bitte mal das vorne abmachen, dass wir mal sehen, wie es so aussieht? Ah ja, genau, du brauchst schon ein bisschen Kraft, weil das soll ja auch nicht abfallen in der Anwendung. Ja. Das heißt, du kannst es gut abziehen. Ja. So, jetzt sieht man mal, wie das Ganze aufgebaut ist. Richtig. In der Regel hast du hier eine Kappe drauf, einen Tiefenanschlag und einen kürzeren Bohrer. Richtig. So, die reagieren in der Regel dann auf Widerstand und gehen dann an und arbeiten. Das heißt, du hast die Schrauben in der Hand. Aber dann ist es eben so, du hältst mit einer Hand die Platte irgendwo positioniert und dann musst du die zweite Hand eigentlich haben, um die Schraube festzuhalten und die dritte Hand, um den Schrauber zu bedienen. Ja. Und deswegen hat sich das Magazin eigentlich durchgesetzt. Das heißt, du brauchst jetzt die Schraube nicht mehr festhalten. Und jetzt haben wir hier 2 Arten von Schrauben. Ganz wichtig. Genau, wir haben einmal ein gröberes Gewinde, das ist für Holzständerwerk ausgelegt. Die gibt es auch in unterschiedlichen Längen. Und das hat ein Feingewinde, das ist für Metallständerwerk ausgelegt. Und die Spitze ist so ausgelegt, dass ich auch wirklich aufgrund der hohen Drehzahl, die ich hier bei dem Gerät habe, sauber in das Metall reinkomme. Ja, die ist ja nur zum einmaligen Benutzen. Das ist ja nicht ein Bohrer, den ich immer permanent brauche, sondern das ist einmal rein und fest. Dementsprechend ist das dann optimiert. Also passt da auch wirklich auf, welche Schraube ihr habt, weil ein Metallständerwerk mit sowas reinzukommen, macht keinen Spaß. Ja, wir setzen das hier rein und dann eben aufpassen, dass das hier in der Position ist und nicht drüber. So, weil durch die Anwendung kommt die Schraube in die richtige Position. Jetzt habe ich die Möglichkeit, mich auf die Länge der Schraube zu optimieren, dass die vorbeigeht, aber eben nicht übersteht über diesen Ständer, sonst bleibt die Schraube beim nach vorne befördern, bleibt die hängen und ihr kriegt nicht die richtige Position. Das kann ruhig hier ein bisschen weiter rausgehen, denn dann können die Schrauben entsprechend besser nachkommen. So, jetzt geht es um die Eindringtiefe ins Material. Das heißt, wir haben uns jetzt hier optimiert auf die Länge der Schraube und hier habe ich die Möglichkeit, das nochmal so zu bewegen, dass die Schraube zwar eindreht, bündig ist, aber den Karton nicht beschädigen. Das ist ganz wichtig. Die Schraube darf nicht den Karton zerstören. Das heißt, sobald ihr an der Seite des Kartons seht, hat die Schraube keine Haltekraft mehr.
weil der Karton eigentlich für diese Haltekraft ist. Das Karton ist eben hier das graue Papier, Karton eben. Und die Platte ist auch eine Profiplatte, das heißt, wir haben hier nochmal eine Kante, das heißt, wir können in diesem Bereich unsere Schrauben setzen, dass wir eben auch sauber drüber spachteln können. Ja. So, das sind eben Möglichkeiten, die wir jetzt haben. So, jetzt wollen wir den auch mal einsetzen und bearbeiten, weil der hat noch ein paar Besonderheiten. Wichtig ist, dass die Position der Schraube hier ist, denn die wird aufgrund des Druckes nach vorne befördert und die Maschine ist jetzt an. Ich habe die so eingestellt, dass der Schalter gedrückt ist. Früher sind die gelaufen. Die haben noch nicht gedreht, aber sind gelaufen. Das heißt, es hat immer das Geräusch. Und jetzt reagiert der Motor, die Elektronik erst, wenn der Kontakt an die Schraube kommt, geht dann an und sobald die Schraube drin ist, geht er auch wieder aus. Das zeige ich euch jetzt mal. Top. So, und jetzt kannst du natürlich, sie sind viel zu tief drin, das heißt, ich kann jetzt hier eben noch mal weiter rausgehen. So, das heißt, jetzt dürfte die nicht mehr ganz so tief reingehen. So, das ist jetzt zu weit raus, aber ihr habt ja gesehen, dass ich jetzt hier mich einmal positionieren kann, dass ich genau die richtige Tiefe habe. Das ist eben einstellbar auf die Länge der Schrauben, das Material, was ich habe und. Probiert ihr 1-2 Mal und ihr habt genau die richtige Tiefe der Schraube. Ja. Also, nichts ist ärgerlicher. Ich muss sagen, es macht richtig Spaß. Ich habe damit auch schon gearbeitet. Du nimmst hier mal so ein Teststück, probierst das mal so ein bisschen aus. Und nichts ist ärgerlicher, als wenn du die ganzen Schrauben nicht tief genug hast oder viel zu tief. Ja? Bei beiden Fällen ist blöd. Beim Spachteln hast du dann richtig Probleme. Richtig, Bei dir hast du da tiefe Löcher, die du alle ausspachteln musst, beziehungsweise hast keine Haltekraft mehr. Wenn es nicht tief genug ist, auch blöd. Also gerade wenn du zum Beispiel mit dem Akkuschrauber sowas mal gemacht hast und dann darauf umsteigst, dann merkst du dir, Halleluja, wie schön man auf einmal arbeiten kann und wie schnell es auf einmal gehen kann. Das Schlimmste ist, wenn du nur in den Gipskarton reingehst und dahinter kein Ständerwerk ist. Dann ist die auch durchgedreht. Das heißt, die kriegst du auch schlecht wieder rausgedreht, weil das eben ausgelutscht ist im Gewinde. Und ja, dementsprechend ist das blöd. Apropos, wenn ich doch mal eine rausdrehen muss, kein Problem. Ich kann das hier abmachen, kann auch auf Linkslauf gehen und kann auch meine Schraube wieder rausholen. Das geht auch ohne großartigen Aufwand. Ich habe jetzt hier an dem Teil nichts verstellt, an dem Maschinenvorsatz. Kann rein und kann wieder weiterarbeiten. Also auch eine schöne Sache. Ja. Und auch der Gürtelclip. Ihr richtet die Platte aus, habt die jetzt positioniert, holt das Ding aus der Seite und könnt dann sauber befestigen. Das Ständerwerk ist ausgerichtet, das Ständerwerk ist gesetzt. Wir haben die Platte zugeschnitten, wir haben die Platte festgemacht, also festgeschraubt. Dann, was folgt dann? Das Beste eigentlich sowieso, Spachteln. Ja, wir lieben doch alle Spachteln. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wer es so sehr liebt wie ich. Oh. Aber wenn man es ein paar Mal gemacht hat, geht das ja. Aber nach dem Spachteln kann man das Ganze natürlich auch noch schleifen. Was wir jetzt heute hier nicht zur Hand haben, ist ich sage immer Giraffe dazu. Ja, eine Giraffe, ja. Wie sagst du dazu? Giraffe? Ja gut, Giraffe ist natürlich ein Firmenausdruck. Ne? Ein Langhaltschleifer. Langhaltschleifer, genau, richtig. Genau. Genau. Den könnt ihr natürlich nehmen. Ihr könnt aber auch sowas wie das hier nehmen, einen Exzenterschleifer. Da möchte ich vielleicht was aus meiner persönlichen Erfahrung sagen. So ein Exzenterschleifer und gerade diese hier, wenn wir dann hier ein Netz drauf machen, hast du einen sehr schönen Abtrag, ein sehr schönes Schleifbild und vor allem, du kannst wieder in Verbindung mit dem Sauger fast staubfrei arbeiten. Also die haben hier eine extrem gute Absaugung. Gerade auch, wenn man jetzt hier zum Beispiel den Akku dran setzt, auch den kleinen 4 Ampere, ja hier jetzt schon ein Expert-Akku, aber wenn man so einen kleinen Akku hat, ist es ein super handliches Gerät. Damit kannst du perfekt schleifen, auch vielleicht an Ecken, wo du mit dem Langhaltschleifer nicht rankommst. Aber ich habe damit 100 Quadratmeter geschliffen, weil ich hatte gerade nichts anderes zur Hand, muss ich ehrlich sagen, in dem Moment. Und meine Erfahrung ist, die Absaugung ist der pure Wahnsinn. Es ist so schön, dass dich nicht alles voll rieselt, sondern du hast einfach deinen Sauger, hast hier das hier dran, hier auch mit Akku arbeiten und kannst wunderbar selbst an der Decke, an der Wand arbeiten. Das ist richtig genial. Genau, die haben wir mit 12 Volt, die haben wir mit 18 Volt. Da kommt auch jetzt bald was Neues, was dann nochmal das Gerät ein bisschen toppt. Aber das ist aktuell wirklich voll und ganz ausreichend. Und das haben wir so ein Praxisbeispiel mal. Das ist jetzt nicht einsatzfähig, obwohl ein Akku drin ist. Warum?
Weil wir haben im Akku 2 Rastpunkte und der Sebastian hat den reingemacht, aber nicht weit genug. Das heißt, dieser zweite Rastpunkt ist dafür ausgelegt, damit, wenn der irgendwo mal hakt, ich komme da dran, dass der nicht direkt rausfällt. Sodass wir den jetzt reinpacken richtig und dann loslegen können. So, und auch hier habe ich die Möglichkeit eben auch einzustellen. Ja. Was für eine Geschwindigkeit ich habe. So, in der Regel den Anpressdruck so wählen, dass der noch dreht und schwingt. Wenn ich zu feste drücke, dann schwingt der nur noch. Da komme ich also nicht gut vorwärts, sondern immer wirklich den Kontakt halten, dass er schleifen kann, aber nicht zu feste drücken. Gerade über Kopf, ne? Das ist so eine Sache mit so einem Teil. Deswegen sind die Langhaltschleifer ja auch da eine Option. Richtig. Aber wer keinen hat und einen Exzenterschleifer, der kann das sauber bearbeiten, gerade eben auch mit dem Netzschleifmittel eine ideale Sache. Ja, absolut. Ich würde fast schon sagen, macht Spaß, aber nur fast. Ganz ehrlich, wer schleift schon gerne Gipskarton? Ja? Ja. Aber das Ergebnis zählt und das Ergebnis ist wirklich gut und Exzenterschleifer, merkt man, ist auch wieder so ein multi-einsetzbares Werkzeug. Und wenn wir uns das Ganze heute hier mal anschauen, ist es so, dass wir jedes dieser Werkzeuge auch für andere Dinge natürlich einsetzen können. Viele der Dinge werdet ihr schon haben und könnt damit dementsprechend beim Thema Gipskarton dann schon sofort mit eurem Werkzeug loslegen. Ich hoffe, dass ihr auch gesehen habt, welches Zubehör genau das Richtige ist, wofür und auch für euch erkannt habt, was sind denn die Vorteile. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es gerne unten in die Kommentare. Wir könnten jetzt noch so viel mehr auspacken, aber irgendwann wird das Video auch mal zu lang. Also wir beantworten gerne eure Fragen unten in den Kommentaren. Wenn es zu viele sind, machen wir noch mal ein Folgevideo. Vielen Dank, dass du da warst. Und Sehr gerne. Für euch sage ich jetzt noch ran an Gipskarton und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.